Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Heute zeige ich euch ein Plätzchenrezept, mit dem ihr sowohl geschmacklich als auch optisch etwas Abwechslung auf eure Keksteller bringen könnt. Bei uns in den Niederlanden heißt das Gebäck Kletskoppen und es ist super einfach zuzubereiten. Das Originalrezept habe ich etwas abgewandelt und gebe in den Teig auch Orangeat, das die Kekse etwas fruchtiger macht. Das Orangeat hacke ich mit einem Messer fein und stelle es kurz zur Seite. Dann gebe ich weiche Butter, Zucker, und Vanillezucker in eine Rührschüssel und verrühre die Zutaten mit einem Handrührgerät. Danach füge ich die Schale einer halben Zitrone, Zimt, das Orangeat, gehackte Haselnüsse und Mehl hinzu und verrühre die Zutaten, bis alles gut durchmischt ist. Wer möchte, kann den Teig jetzt schon backen. Da der Teig aber sehr klebrig ist und sich schlecht formen lässt, stelle ich ihn vor dem Backen kurz ins Gefrierfach. Hierfür gebe ich den Teig in 4 Portionen nebeneinander auf ein großes Stück Frischhaltefolie und wickle ihn in die Folie ein. Durch die Folie hindurch drücke ich den Teig fest zusammen, sodass eine kompakte, gleichmäßig dicke und längliche Rolle entsteht. Nun rolle ich die Teigrolle noch einige Male auf der Arbeitsfläche hin und her, um die Oberfläche zu glätten, und stelle ihn für etwa 30 Minuten ins Gefrierfach. Nach Ablauf der 30 Minuten heize ich den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Nachdem die Rolle fest geworden ist, entferne ich die Folie und schneide den Teig in etwa 1 cm dicke Scheiben und lege diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Achtet darauf, zwischen den Scheiben einen großen Abstand zu lassen, da die Kekse stark zerlaufen. Nun backe ich sie bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ungefähr 8 bis 10 Minuten. Da die Plätzchen schnell verbrennen können, solltet ihr nach 5 bis 7 Minuten unbedingt in den Ofen schauen. Sobald die Ränder der Kekse leicht gebräunt sind, könnt ihr sie aus dem Backofen nehmen. Sobald die Kekse fest geworden sind, löse ich sie vorsichtig vom Backpapier und lege sie zum Abtropfen auf Küchenpapier. Wenn ihr die Plätzchen verschenken möchtet, dann könnt ihr sie zum Beispiel in eine Zellophantüte füllen und diese mit einem Geschenkband zubinden. Guten Appetit! So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos rund um Weihnachten sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal und klickt auf das Glöckchen, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!